Die Dreamcast. Segas letzte Heimkonsole und ein Gerät, das meiner Meinung nach seiner Zeit voraus war. Als die Konsole 1998 in Japan und 1999 im Westen erschien, überzeugte die Konsole mit richtig guter Grafik, Internetanbindung bzw. Online-Gaming und tollen Spielen. Dazu gab es noch die VMUs, die sogenannten Virtual Memory Units. Diese waren nicht nur zum Speichern da, sondern hatten einen Bildschirm, auf den man zum einen Sachen wie Leben anzeigen lassen konnte, zum anderen konnte man darauf aber auch kleine Spielchen spielen. Leider ist die Konsole trotz innovativer Ideen gefloppt, woraufhin sich Sega bekanntlich aus dem Konsolenmarkt zurückgezogen hat. Das ändert aber nichts daran, dass es auf der Dreamcast tolle Spiele gibt, von denen zwar viele geportet oder neu aufgelegt wurden, allerdings nicht alle. Und es gibt, wie ich finde, ein paar echte Perlen, die entweder ein Remaster oder ein Remake verdient hätten. Und welche 5 Spiele das meiner Meinung nach sind, soll heute Thema dieses Videos sein. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Gameville und meinen persönlichen Top 5 Dreamcast-Spielen, die ein Remake verdienen. Dafür erzähle ich euch etwas über die Story-Setups der Spiele, was das Gameplay so kann und was man mit so einem Remake machen könnte. Ich habe übrigens bewusst hauptsächlich Spiele in die Liste genommen, die zum Zeitpunkt dieses Videos entweder kein aktuelles Remake oder einen Nachfolger bekommen haben. Und die Liste soll keine Bewertung der Spiele selbst sein, sondern einfach 5 Spiele, bei denen ich mir ein Remake wünschen würde. Und wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like sowie ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank. Nun geht es aber los mit den Top 5 Dreamcast Spielen, die ein Remake verdienen. Viel Spaß! Platz 5. D2. D2 ist ein Mix aus Survival Horror und RPG, das von Warp entwickelt und von Kenji Eno directed wurde, der bereits für die Vorgänger D und Enemy Zero verantwortlich war. Das Spiel unterscheidet sich stark von klassischen Genrevertretern wie Resident Evil oder Silent Hill, da es eine offene, schneebedeckte Welt mit Ego-Shooter-Kämpfen, Puzzles, RPG-Mechaniken und einer dichten, surrealen Geschichte kombiniert. Während die Vorgänger in FMV-Sequenzen stattfanden, läuft man hier durch eine komplett 3D-modellierte Welt. Die Handlung des Spiels ist eine recht eigene Mischung aus Horror und Psychothriller mit übernatürlichen Elementen. Die Story von D2 beginnt mit einer Frau namens Laura Parton, die sich auf einem Flug zu einem unbekannten Zielort befindet. Dort lernt sie einen Mann namens David und ein Kind namens Jenny kennen. Plötzlich zeigen sich Terroristen und übernehmen gewaltsam das Flugzeug. Mit dabei ist ein Mann, der in rätselhaften, kultartigen Gesängen vor sich hin murmelt und vom Final Destroyer spricht. David, der sich als FBI-Agent entpuppt, versucht die Angreifer zu stoppen, wird jedoch daran gehindert, als ein Meteorit das Flugzeug trifft und es zum Absturz bringt. Interessanterweise wurde der Meteoritenschlag durch ein Amulett, das von Lauras Mutter stammt, in einer Art Vision angekündigt. Laura überlebt den Absturz aber und kommt in einer Hütte wieder zu sich. Dort wird sie von einer Frau namens Kimberly gepflegt, die den Absturz ebenfalls überlebt hat und ihr die Lage erklärt. Kurz darauf taucht einer der Entführer in der Hütte auf. Der Mann verwandelt sich in ein Pflanzenmonster und greift die beiden an. Glücklicherweise taucht natürlich genau in diesem Moment ein Mann namens Parker Jackson auf. Er kann das Monster zwar vertreiben, Kimberly misstraut ihm jedoch und wird nach einer kurzen Erklärung aus der Hütte verjagt. Laura entschließt sich dazu, andere Überlebende und das Mädchen aus dem Flugzeug zu suchen, wo dann auch das Gameplay beginnt. D2 ist wie erwähnt ein Mix aus Survival Horror und RPG-Elementen. Das Spiel hat aber einen klaren Fokus auf die Story. Ihr verbringt im Spiel nämlich ein gutes Stück damit, Zwischensequenzen zu gucken. Davon ab erkundet ihr die kanadische Wildnis aus der Third-Person-Perspektive, während ihr in Innenräumen und wenn ihr mit eurer Waffe zielt, aus der Ego-Perspektive spielt. Die Kämpfe passieren zufällig während der Erkundung, was an klassische Rollenspiele erinnert. In den Gefechten könnt ihr euch nicht bewegen, sondern lediglich die Waffe ausrichten und feuern. Besiegte Gegner bringen Erfahrungspunkte, die Lauras Stufe erhöhen und ihre maximale Gesundheit steigern. Mit der Zeit bekommt ihr bessere Ausrüstung und werdet dadurch mit der Zeit stärker. Zu Beginn hat Laura eine Maschinenpistole sowie ein Jagdgewehr, mit dem sie Tiere erledigen kann. Das gesammelte Fleisch dient dann dazu, um eure Gesundheit wiederherzustellen. Später bekommt ihr dann noch die Möglichkeit, mit einem Schneemobil zu fahren, was die Fortbewegung sehr erleichtert. Außerdem habt ihr eine Kamera dabei, mit der ihr Fotos schießen und sogar auf eurer VMU speichern könnt. Ich weiß, der Wahnsinn. D2 hat einen sehr eigenen Vibe, aber eine gewisse Jankiness kann man im Spiel nicht absprechen. Das Spiel kam damals auch recht durchwachsen an. Es ist bei weitem nicht perfekt und hat seine Probleme mit der Steuerung sowie dem doch repetitiven Gameplay. Es ist aber ein relativ eigenes Horrorspiel, das gemeinsam mit seinen Vorgängern in einem Remake zurückkommen sollte. Das könnte dann die genannten Schwächen ausbügeln. Man könnte die Spielbarkeit im Gameplay verbessern, vielleicht ein paar neue Sektionen hinzufügen und die Sequenzen nochmal aufpolieren.
Man sollte nicht zu sehr an die Story rangehen, da Kenji Eno leider verstorben ist und dementsprechend kein Input mehr vom Erfinder kommen kann. Trotzdem würde ich gerne mal ein Remake von D2 und der Reihe allgemein sehen. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr das noch nicht kanntet. Platz 4. Sword of the Berserk Guts Rage. Sword of the Berserk Guts Rage ist eine Art Beat'em-up-Spiel mit Story-Fokus von Yuke's und eine Spielumsetzung des bekannten Mangas Berserk. Die Geschichte von Sword of the Berserk spielt ungefähr zur Zeit des Millennium Falcon Arc, erzählt aber ein eigenständiges Abenteuer, bei dem Kentaro Miura beteiligt war. Guts, der Hauptcharakter, zieht mit seiner eigentlich geliebten, aber geistig gebrochenen Casca sowie dem Elfen Puck durch ein von Krieg und Chaos gezeichnetes Land. Während sie durch das Land streifen, stoßen sie auf ihrer Reise auf eine Darstellerin namens Rita, die von Banditen angegriffen wird. Guts hilft ihr, woraufhin ihm von einer Stadt erzählt wird, in der sie sich Verpflegung für ihre Reise besorgen können. Außerdem erfährt Guts, dass die Stadt von Monstern heimgesucht wird. Diese Wesen, die bekannt sind als Mandragora-Mutanten, waren einst Menschen, die durch eine mysteriöse Pflanze, die Mandragora, in Monster verwandelt wurden. Der örtliche Herrscher Baron Balzac behauptet, eine Heilung gefunden zu haben und bittet Guts um seine Hilfe. Er verspricht ihm, Casca zu heilen, falls Guts ihm hilft. Doch natürlich steckt da mehr hinter und es wird relativ schnell klar, dass Balzac selbst dunkle Absichten verfolgt, woraufhin sich die Geschichte dann weiterspinnt. Die meiste Zeit macht ihr aber das, was ihr denkt, nämlich kloppen. Das Spiel nutzt ein Kampfsystem, das sehr auf unkomplizierte Hack-and-Slay-Action setzt. Guts kämpft natürlich mit seinem riesigen Eisenklumpen, das mit schweren Hieben Gegner in Stücke hacken kann. Ihr könnt an sich auch mit euren Fäusten kämpfen, aber warum solltet ihr das wollen? Jedenfalls fühlen sich die Schläge wuchtig an und können mehrere Feinde auf einmal treffen. Das Kampfsystem bietet eine Kombination aus schnellen und starken Angriffen. Dazu könnt ihr blocken und ausweichen, der Kampf wird aber nicht wirklich komplex und ist eher simpel gehalten. Zusätzlich verfügt Guts über eine Reihe von Sekundärwaffen. Armbrustbolzen ermöglichen Fernangriffe, Bomben fügen Flächenschaden zu und seine Armkanone entfesselt eine große Explosion, die besonders gegen starke Gegner nützlich ist. Und dazu habt ihr noch den Berserker-Modus. Sobald sich eine spezielle Leiste durch Schaden oder Kills füllt, verfällt Guts in Raserei. In diesem Zustand werden seine Angriffe noch schneller und brutaler und er kann Feinde mit Leichtigkeit zusammenhacken. Sein riesiges Schwert erfordert aber auch ein wenig Timing, da ihr auch an Wänden abprallen könnt. Zudem kann Guts nicht sofort während eines Angriffs ausweichen, was bedeutet, dass man vorausschauend agieren muss. Die Steuerung ist eher klobig und die Kamera hat so ihre Probleme, insbesondere wenn ihr in der Nähe von Wänden seid. Trotzdem fühlt sich vor allem das Trefferfeedback wuchtig an und passt damit sehr gut zu Berserk. Neben den Kämpfen gibt es auch tatsächlich Quicktime-Events, die in Zwischensequenzen eingebunden sind. Wenn ihr die nicht schaffen solltet, bekommt ihr in der Regel ein wenig Schaden. Die Optik hat diesen typischen Dreamcast-Charme. Ja, vor allem die Animationen sind recht stachsig, der generelle Look ist aber unverkennbar Berserk. Das gleiche gilt für den Soundtrack, der serientypisch von Susumu Hirasawa stammt. Übrigens erhaltet ihr mit der Zeit nicht nur Lore-Einträge zur Welt von Berserk, sondern könnt auch nach dem Durchspielen einen Arena-Modus und ein Minispiel mit dem Elfen Puck freischalten. Für Fans gibt es auf jeden Fall viel zu holen. Ich mag Berserk und dieses Spiel ganz gerne, es würde aber echt davon profitieren, wenn man nochmal grundsätzlich an die Steuerung und die doch recht steife Inszenierung rangehen würde. Der Flair von Berserk ist voll da und das ist meiner Meinung nach auch toll gelungen. Trotzdem denke ich, dass die Story von einer grundsätzlichen Neuauflage sehr profitieren kann. Auch hier ist ja leider der Erfinder Kentaro Miura verstorben, daher würde ich hier nicht an die Geschichte selbst rangehen, aber man kann sie ja nochmal in einer neuen Optik besser präsentieren. Man merkt dann doch die Limitierung der Dreamcast. Dazu wäre ein bisschen mehr Abwechslung im Kampf nicht schlecht, man könnte ja beispielsweise die Komboliste erweitern und Skills hinzufügen. Trotzdem ein cooles Spiel mit eindeutigen Schwächen, von dem ich mir durchaus ein Remake vorstellen kann. Vor allem wenn ihr Fans von Berserk seid, solltet ihr euch das mal anschauen. Platz 3. Maken X. Look into the future. Artificial gods will reign over this world. Maken. Deus Ex Machina. Maken X ist ein First-Person-Action-Hack-and-Slash-Spiel von Atlus mit einem recht eigenen Setting und Style. Die Handlung findet in einer düsteren Zukunft statt, in der übernatürliche Technologien und mysteriöse Kräfte das Schicksal der Menschheit bestimmen. Das Spiel beginnt mit der Aktivierung vom sogenannten Maken, eine Art Schwert mit Bewusstsein. Ihr schlüpft zunächst in die Rolle von Kei Sagami, welche gemeinsam mit ihrem Vater beobachtet, wie sich der Charakter Faye darauf vorbereitet, das mysteriöse Schwert zu führen. Doch bevor dies geschehen kann, werden sie von einem Mitglied der bösartigen Sangokai angegriffen. Keis Vater wird entführt und Faye tödlich verletzt. Kurz bevor Faye stirbt, fordert er Kei auf, Maken an sich zu nehmen.
Als Kay das Schwert dann berührt, übernimmt Markin ihr Bewusstsein durch das Brainjacking. In diesem Zustand gelingt es ihr, die Angreifer zurückzuschlagen, doch sie kann nicht verhindern, dass ihr Vater entführt wird. Um die Sangokai zu verfolgen, übernimmt sie mit Hilfe des Markin auch andere Charaktere, während Kay selbst immer mehr mit dem Schwert verschmilzt und riskiert, ihre Sea-Kräfte zu verlieren, was quasi die Verbindung zur eigenen Seele ist. Kay ist in der sogenannten Sea-Dimension gefangen und kommuniziert dort mit euch als Spieler. Ihr versucht im Endeffekt die Gruppierung von ihrem Ziel abzuhalten, die Macht an sich zu reißen und die Welt ins Chaos zu stürzen. Ich habe die Handlung zwar jetzt sehr runtergebrochen, die Geschichte ist allerdings gerade für Dreamcast-Verhältnisse etwas komplexer und Atlus-typisch sehr eigen. Zwischen den Missionen bekommt ihr immer wieder neue Zwischensequenzen, die die Handlung vorantreiben und euch mehr über die Welt erzählen. In den Missionen selbst ist aber ganz klar das Action-Gameplay der Fokus. Über eine Karte steuert ihr die verschiedenen Missionen an, die in den unterschiedlichen Ländern der Welt stattfinden. Auf dem Kartenbildschirm bereitet ihr euch vor, wählt eure nächste Mission und euren Charakter aus. Das Spiel bietet eher lineare Levels, die mit den ausgewählten Charakter dann durchquert werden. Dabei müsst ihr kämpfen, gelegentlich mit Objekten interagieren und Hindernisse überwinden. Ein zentrales Element von Markin X ist die Brainjack-Fähigkeit. Diese erlaubt es euch, in die Körper verschiedener Charaktere zu schlüpfen und sie zu steuern. Jeder dieser Charaktere besitzt eine eigene Version des Markin sowie individuelle Werte und Fähigkeiten, darunter höhere Lebenspunkte, stärkere Angriffe oder spezielle Fähigkeiten wie Fernkampfangriffe oder Betäubungstechniken. Der Kampf findet in Echtzeit und aus der First Person statt. Ihr könnt Gegner anvisieren und normale Schläge ausführen. Dazu könnt ihr meistens eure Angriffe für einen starken EX-Schlag aufladen, was die erwähnten speziellen Fähigkeiten auslöst. Ihr habt Zugriff auf verschiedene Manöver wie Ausweichschritte oder Blocken, man kann sogar über die Gegner drüber springen, um sie dann von hinten anzugreifen. Angriffe von oben oder hinten machen mehr Schaden, daher macht es durchaus Sinn, die Feinde auszuspielen. Die Gegner sind ziemlich cool designt, zudem habt ihr immer mal wieder Bosskämpfe, die auch recht anspruchsvoll sein können. In den Levels findet ihr auch dann verschiedene Items, darunter Lebenskapseln, die die Gesundheit wiederherstellen, sowie Buffs. Besiegte Gegner hinterlassen außerdem C-Punkte, die sind wichtig für das Brainjacking und stellen quasi eure XP dar. Der Gameplay-Loop an sich ist recht spaßig und immer noch ziemlich eigen, auch wenn das Kampfsystem nicht wirklich viel Tiefgang hat. Markin X hat eine schicke Optik und der Artstyle ist Atlus-typisch toll gelungen. Das gleiche gilt für den Soundtrack mit den teils 90s D&B-lastigen Musikstücken, dieser passt richtig gut zum Setting des Spiels. Das Spiel hat einen coolen eigenen Mix aus Action-Gameplay und RPG-Elementen und war damals ein ziemliches Experiment von Atlus. Leider hat das Spiel aber definitiv seine Macken im Leveldesign, der Steuerung sowie in der Übersetzung. Es gibt zwar eine Neuveröffentlichung für die PS2, das die Kamera in die Third Person verfrachtet hat, das ist aber nicht das, was ich mir für ein Remake wünschen würde. Man könnte das Leveldesign verbessern, das Spiel neu übersetzen, einen Haufen Quality of Life Updates reinmachen, die Inszenierung hochdrehen und vielleicht sowohl First als auch Third Person Gameplay ermöglichen. Dazu wären ein paar mehr Combo-Möglichkeiten und Skills ganz nett. Markin X wäre auf jeden Fall ein Spiel, das ich in einem Remake sehr gerne spielen würde. So oder so, schaut es euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr auf etwas eigenartigere Action-RPGs steht und die genannten Schwächen verzeihen könnt. Platz 2: Skies of Arcadia. Skies of Arcadia ist ein rundenbasiertes RPG von Overworks bzw. Sega, das unter Kennern als Klassiker gilt. Dabei ist der Setup des Spiels vor allem was für Freunde von gutmütigen Piraten und Abenteurern. In der Welt von Arcadia schweben Kontinente, Inseln und Städte in einem scheinbar grenzenlosen Himmel, umgeben von 6 farbigen Monden, die magische Energie in Form von Mondsteinen ausstrahlen. Diese Mondsteine sind der Schlüssel zu einer vergessenen Vergangenheit und besitzen immense Macht. Die Geschichte folgt Weiss, einem jungen Luftpiraten der Blue Rogues, einer Gruppe von Freibeutern, die für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen. Gemeinsam mit seiner Freundin Aika überfällt er eines Nachts ein valuanisches Kriegsschiff und befreit die geheimnisvolle Fina, eine junge Frau mit einem wichtigen Auftrag. Fina stammt aus einer alten Zivilisation und wurde ausgesandt, um die 6 legendären Mondkristalle zu finden. Diese Kristalle können die uralten kolossalen Kriegsmaschinen namens Gigas erwecken, die einst ganze Zivilisationen vernichteten. Das valuanische Imperium will diese Kristalle nutzen, um Arcadia zu erobern und zu unterwerfen. Um das zu verhindern, begeben sich Weiss, Aika und Fina auf eine Reise durch den Himmel. Sie bereisen verschiedene Regionen, treffen auf neue Verbündete und Feinde und müssen sich immer mal wieder gegen das Imperium behaupten. Ist aber im Endeffekt eine sehr klassische Gut- und Böse-Geschichte. Ihr steuert Weiss und seine Crew durch eine weite offene Welt, die aus schwebenden Inseln, Städten und geheimen Orten besteht. Die Fortbewegung erfolgt größtenteils per Luftschiff, mit dem neue Gebiete erkundet, verborgene Schätze gefunden und verschiedene NPCs getroffen werden können. Es gibt recht viel zu entdecken und wer sich die Zeit nimmt, kann seltene Belohnungen und neue Story-Elemente freischalten. Das Spiel bietet ein klassisches rundenbasiertes Kampfsystem.
Jeder in eurer Party kann verschiedene Waffen, Magie, Spezialangriffe und Items einsetzen. Dazu gibt es noch das Spirit Point System, das für mächtigere Angriffe und Magie genutzt werden kann. Spirit Points laden sich nach jeder Runde auf, trotzdem müsst ihr schauen, was ihr wann einsetzt. Die 6 Mondfarben stellen quasi die Elemente dar und bestimmen die Art von Magie und Waffenfähigkeiten der einzelnen Partymitglieder. Charaktere können so ihre verschiedenen Mondsteine abstimmen, um verschiedene Effekte und Vorteile im Kampf zu nutzen. Das Kampfsystem selbst ist zwar an sich recht klassisch, wird aber durch sowas mit eigenen Ideen angereichert. Neben den normalen Kämpfen gibt es dazu noch die Luftschlachten. Darin kämpft ihr mit eurem eigenen Schiff gegen feindliche Schiffe oder gigantische Kreaturen. Hier gilt es strategisch vorzugehen, die richtigen Waffen auszuwählen und Schilde oder Spezialmanöver gezielt einzusetzen. Zudem habt ihr noch eine eigene Piratenbasis, die ihr dann auch noch erweitern könnt. Diese verbessern dann unter anderem das Luftschiff, stärken die Kampffähigkeiten und bieten einzigartige Bonis. Das Spiel hat ein ziemlich cooles eigenes Setting mit einer schicken Präsentation, tollem Soundtrack und guten Gameplay-Mechaniken. Daher hat Skies of Arcadia es meiner Meinung nach verdient, eine aufwendige Neuauflage zu bekommen. Dort könnte man neben der Optik die Inszenierung hochdrehen und mit neuen Animationen versehen. Vielleicht könnte man noch die Gegner sichtbar machen statt komplette Zufallskämpfe. Dort hatte zwar bereits die Gamecube-Version durch weniger Encounter nachgebessert, aber sichtbare Gegner würde ich noch besser finden. Ich fände es auf jeden Fall toll, wenn dieses Spiel mal ein richtiges Remake bekommen würde. Und Skies of Arcadia ist definitiv ein RPG, das es verdient hätte. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr auf JRPGs steht. Kommen wir nun aber zu meinem ersten Platz der Dreamcast-Spiele, von denen ich mir ein Remake wünsche. Nämlich Resident Evil. I am Alexia Ashford. Auf meinem persönlichen ersten Platz hätten wir Resident Evil Code Veronica, den Dreamcast-Ableger der beliebten Survival-Horror-Reihe von Capcom und der eigentlich intendierte dritte Teil der Reihe. Der Story-Setup setzt 3 Monate nach den Ereignissen von Resident Evil 2 und 3 an. Claire Redfield ist weiterhin auf der Suche nach ihrem verschollenen Bruder Chris und infiltriert dabei ein geheimes Labor der Umbrella Corporation. Doch sie wird beim Versuch entdeckt und gefangen genommen. Umbrella bringt sie daraufhin auf eine Insel namens Rockford Island, eine von Umbrella betriebene Gefängnisanlage. Ein Wachmann befreit sie allerdings aus ihrer Zelle und informiert sie über den jüngsten Ausbruch des T-Virus auf der Insel. Während Claire nach einem Ausweg sucht, begegnet sie recht früh dem mitgefangenen Steve Burnside. Nach einem anfänglichen Hin und Her und nachdem Steve sie fast mit einem MG durchsiebt hat, planen sie gemeinsam ihre Flucht. So versucht ihr nun zum einen von der Insel zu fliehen, um weiter nach Chris zu suchen, zum anderen wollt ihr aber auch die Gefahr durch den Virus verhindern. Die Story wird Resident Evil typisch sehr absurd und hat wieder wilde Charaktere wie die Ashford-Geschwister, die für die Katastrophe mitverantwortlich sind, oder auch alte Bekannte wie Albert Wesker, der dieses Mal mit Superkräften zurückkehrt. Resident Evil Code Veronica bleibt dem klassischen Survival-Horror-Gameplay der Serie treu. Heißt, ihr bewegt euch wieder mit einer festen Kameraperspektive und Tanksteuerung durch die zombie-verseuchten Gebiete. Es kombiniert im Kern wieder Rätsel, Erkundung, Kampf gegen Zombies und Mutanten und begrenztes Ressourcenmanagement. Legt den Fokus aber im Verhältnis eher auf die Gefechte. Anders als frühere Titel setzt Code Veronica auf 3D-modellierte Umgebung statt vorgerenderten Hintergründen und nutzt vermehrt dynamische Kamerawechsel für die Inszenierung. Ihr erkundet Rockford Island sowie eine geheime Umbrella-Anlage in der Antarktis und erlebt wie erwähnt eine dezent dumme Handlung, die aber Resident Evil typisch viel Spaß macht und seine coolen Momente hat. Außer die mit Steve, sein Charakter ist echt nicht der beste. Das Waffenarsenal umfasst so ziemlich alles, was man in einem Resident Evil erwartet. Neu ist die Möglichkeit, dass man gelegentlich 2 Waffen gleichzeitig nutzen und dabei unabhängig 2 verschiedene Ziele anvisieren kann. Munition, Heilgegenstände und Speichermöglichkeiten sind wieder begrenzt, so dass ihr wieder gucken müsst, wann ihr was wie einsetzt. Das Speichern erfolgt wieder klassisch mit Farbbändern an Schreibmaschinen und man kann natürlich Gegenstände in Truhen lagern, die an verschiedenen Orten zugänglich sind. Man spielt übrigens nicht nur Claire Redfield, später kann man dann auch noch Chris spielen, wodurch ihr zwar durch ähnliche Gebiete rennt, trotzdem aber die Handlung weitererzählt wird und euch neue Herausforderungen bietet. Auch Steve ist in bestimmten Abschnitten leider steuerbar. Die Optik und das Sounddesign sind für die Dreamcast echt gut und das Spiel zeigte, was das Gerät so drauf hat. Ich mag Resident Evil Code Veronica ziemlich gern, auch wenn das Spiel, wie ich finde, bei weitem nicht der beste Teil der Reihe ist. Aber da könnte man ja in einem Remake ansetzen. Man könnte die Story nochmal ein wenig überarbeiten, auch wenn sie ruhig eher cheesy bleiben sollte. Dazu hätte ich persönlich zwar nach wie vor gerne das klassische Resident Evil Gameplay mit Quality of Life Verbesserung, es würde sich aber wohl stattdessen an die Remakes von Resident Evil 2 bis 4 richten, was für mich auch okay wäre und hier zum actionreicheren Gameplay passen würde.
sonst hätte ich gerne einfach die üblichen Grafik- und Inszenierungsverbesserungen. Ich denke, das ist das Remake, was von dieser Liste am wahrscheinlichsten ist, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Capcom das in Auftrag gibt, wenn das nicht schon längst passiert ist. Resident Evil Code Veronica ist definitiv ein Spiel, das ein Remake verdient hätte, ich kann aber auch nach wie vor das Original empfehlen, falls ihr mal Bock auf ein klassisches Resident Evil habt. Und das war's mit den 5 Dreamcast-Spielen, die meiner Meinung nach ein Remake verdient hätten. Was würde denn so auf eurer Liste stehen? Kanntet ihr die Spiele auf dieser Liste und was ist eure generelle Meinung zu Dreamcast? Lasst es mich gerne wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne wie immer ein Like sowie ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank. Auf meinem Kanal findet ihr noch weitere Top-Listen, Faktenvideos, Rückblicke und mehr. Folgt mir auch gerne auf Instagram und Twitch, die Links sind in der Beschreibung. Aber das war's an der Stelle von mir. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, habt einen wunderschönen Tag, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.